Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Umbauvideo von mir. Und zwar werde ich heute hier diese Griffschrauben austauschen. Die werden in Rot ausgetauscht, das sind diese hier. Dann habe ich vor, das Mag Release auszutauschen. Dieser kleine Knopf wird durch einen etwas größeren ersetzt, ebenfalls in Rot. Das ist einmal kosmetisch und einmal durch das größere Mag Release erhoffe ich mir natürlich auch einen schnelleren Magazinwechsel. Und ich habe einen roten Outer Barrel, der mit dem Inner Barrel verschraubt wird. Der bietet gleich zwei Vorteile. Zum einen bietet der mehr Stabilität und der bietet auch ein Außengewinde. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, dann hier Tracer, Schalldämpfer etc. anzubringen, was man hier aktuell nicht hat. Da seht ihr, da ist kein Gewinde dran. So, und warum auch dieser verschraubbare Outer Barrel? Das kann ich euch zeigen. Wenn ihr mal hier schauen mögt, wenn ich das zurückziehe, dann seht ihr, geht das Ding nach unten. Also der Outer Barrel. So, seht ihr, der geht nach unten. Jetzt geht er wieder nach oben, nach unten. Und der ist auch, man hört es, der ist ziemlich locker drin. Das heißt, hier ist ziemlich viel Spiel im System. Und genau das soll der fixierte Outer Barrel, genau das soll er vermeiden. Genau. Jo, ich würde sagen, genug gelabert. Jetzt legen wir los. Dann fangen wir mal mit dem Mag Release Button an. Und das ist relativ simpel. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier vorne, da, genau dort haben wir im Prinzip eine eine Schlitzschraube. Und ihr müsst nichts weiter tun, als mit einem Schlitzschraubendreher genau hier rein. Und ihr müsst die Schraube einmal runterdrücken. Und dann seht ihr, diese Schraube ist federnd gelagert. Ich hoffe, das sieht man jetzt. So, das kann man hören, das kann man sehen. Die ist federnd gelagert und man drückt sie im Prinzip runter und bis es nicht mehr geht. Und dann dreht man einmal nach links. Und das reicht auch schon, denn weiter geht es nicht. Und schon könnt ihr... Moment. So, und schon könnt ihr den Mag Release Button rausnehmen. Das ist alles. Denn, ich zeige euch das mal. So, genau, kann man das sehen. Hier ist so ein kleiner Pinüppel drin. Den kann man hier besser sehen. Das ist nämlich der in Rot. Das hier ist der Pinüppel. Na, Kamera, stell dich scharf. Und dieser Pinüppel, den drückt ihr im Prinzip runter. Ich zeige euch das mal hier. Das ist das Prinzip. So, das ist der. Und den drückt ihr runter und den könnt ihr dann auch einhaken. Ich zeige euch das mal so. Jetzt nehme ich den wieder raus. So. Seht ihr? Genau, das ist der Pinüppel, den ich da runtergerückt habe. Das ist der Kamerad hier mit der Feder. So, und jetzt müssen wir eigentlich nichts weiter tun, als die Feder zu nehmen. Die Feder kommt dann hier rein. Dann nehme ich, wie gesagt, diesen kleinen Festhaltemechanismus. Kommt auch hier rein. So, den kann man hier runterdrücken. Klar, das ganze System muss ja auch arretieren. So, und jetzt nehme ich das ganze Gebilde, packe das hier wieder rein. Da ist ein bisschen Öl dran. Das ist jetzt ein wenig fummelig.
Ach ja, genau, deswegen funktioniert das nicht. Also, ihr habt gesehen, das funktioniert nicht. Das kann ich euch auch zeigen, warum das nicht funktioniert hat. Wenn ich den Stift einfach nur locker reinlege, dass der sich hier bewegen lässt, ja, dann steht der hier ein Stückchen ab. So, wenn der hier ein Stückchen absteht, kann man den natürlich nicht hereinbekommen. Das heißt, man muss den im Prinzip mit dem Schraubendreher einmal runterdrücken und einhaken. So, dass der dann hier bündig abschließt. Hier ist der Stift und der schaute eben hier raus. So, und jetzt kann man das ganze Ding auch hier durchstecken. Und da seht ihr schon, das passt und das flutscht auch nicht raus. Und hier haben wir schon den Button. Und um das Ganze wieder festzumachen, zu arretieren, gehen wir mit dem Schraubendreher rein. Einmal kurz nach rechts drücken, bis der Pinüppel wieder hochschnellt. Und jetzt haben wir den wieder hier. Und im Prinzip haben wir schon den Mac Release getauscht. Und jetzt können wir noch hier diese Abdeckung drauf machen. So, da muss ich mal schauen. Was brauche ich denn dafür ein? So. Zack, zack. Und dann wird das Ganze festgeschraubt. Und das Schöne an dem großen Mac Release Button ist, man kann den in jeglicher Position anschrauben. Das heißt, egal wie ihr den positionieren wollt, das funktioniert. So, das ist der große Mac Release Button und ich muss sagen, jawohl, man kann ihn schon viel leichter erreichen. Rein, raus. Ja, okay. Teil Nummer 1 haben wir schon geschafft. Mac Release Button ist durch. Und jetzt nehmen wir die Schrauben. Jo, und dann nehmen wir uns mal die Schrauben von den Griffschalen vor. Aber das geht richtig schnell. So. Da müssen wir einmal den Bit noch wechseln. Die haben alle unterschiedliche Größen. Numero uno. So, altes raus und neues rein, Schrauben auch gewechselt. So, und jetzt kommt der spannende Teil, jetzt kommt der Outer Barrel. Ja, das hier ist der Outer Barrel. Den werde ich gleich montieren und beim Auspacken müsst ihr extrem vorsichtig sein. Ich habe die jetzt mal hier drin gelassen. Da drin sind klitzekleine Madenschrauben. So, und damit die nicht verloren gehen, die kleinen Madenschrauben, lasse ich die mal besser hier drin. Die werden gleich zum Fixieren benötigt. Einmal hier und einmal hier. Und das Ganze macht man dann auch noch mit Schraubenkleber. So, dann nehmen wir als erstes mal den Lauf ab, den Schlitten ab. Dafür ziehen wir den Schlitten bis zu dieser Markierung. Hier haben wir sie. Hier ist so eine kleine Ausbuchtung. Und wenn wir den Schlitten in dieser Position halten, dann können wir von dieser Seite den Splint hier rausdrücken. Da seht ihr, da ist er, der kann weg. Und dann können wir den Schlitten einfach nach vorne abnehmen. So, und wenn wir den Schlitten abgenommen haben, ein bisschen Platz, dann können wir hier die Feder rausnehmen. So, mal hier drücken. So, raus. So, da haben wir die Feder, ist auch etwas ölig.
und schon können wir genau, nach vorne rausziehen. Das ist immer ein bisschen doof, also ihr zieht das komplette Teil nach vorne raus, dann könnt ihr den Schlitten weglegen und dann habt ihr hier den Outer Barrel, der ist noch hier Plastik und Silber, das hier ist Metall und schickes Rot. Und dann nehme ich hier jetzt mal den Innenlauf raus. So, das ist der Innenlauf mit dem Hop-Up. Das kann auch erstmal weg. Jo, und das hier ist der Outer Barrel. Ganz billiges Plastik und das tauschen wir jetzt. Okay, jetzt müssen wir nur noch den, der kann ja zur Seite, den Outer Barrel mit dem Inner Barrel im Prinzip verbinden und so. Dafür schieben wir den hier einmal durch. So, bis er einhakt und man merkt schon, also selbst ohne Schrauben, das Ding sitzt bombenfest. Ja, so, das Ding geht locker auf lockig rein, das sitzt bombenfest. Tatsächlich, jetzt schon. Das ist cool. Okay, dann schrauben wir den Outer Barrel mit dem Inner Barrel mal zusammen. Dafür habe ich hier schon, da sieht man, die sind extrem klein, wirklich kleinen Madenschrauben. So, und dann machen wir da mal ein bisschen Schraubenkleber drauf. So, ein bisschen, damit das besser hält. Jetzt hat er keine Chance. Okay. Der erste ist fest, nicht zu fest, sondern nur handwarm anziehen. Denn ihr wisst, nach fest kommt ab. So, Schraube Nummer 2. So. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus, jawohl. So, jetzt haben wir hier einmal die Schraube fest und da einmal die Schraube fest und damit das Ganze auch nochmal schick aussieht, kann man noch mit ein bisschen Isopropanol noch mal ein bisschen hier den Lauf reinigen, hier überschüssigen Kleber abmachen. Ja, da ist ja noch ein bisschen Klebstoff drauf. So, das hätten wir. Den Kleber zu. Ja, und im Prinzip müssen wir jetzt nur noch den ganzen Kladderadatsch wieder zurückbauen. Das heißt, wir nehmen den jetzt befestigten Lauf, schieben wir den hier wieder zurück. So, dann haben wir hier die Feder, die drücken wir wieder zusammen und führen die wieder ein. Jawohl, funktioniert, passt alles. Dann nehmen wir uns die Pistole, schieben den Schlitten wieder drauf, packen den Hebel wieder hin und schieben den Schlitten wieder in diese Position mit der Nut, drücken einmal drauf und fertig. Das war's. Ja. Jetzt haben wir den Outer Barrel getauscht in einem schicken Rot und jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Jetzt schauen wir mal, wenn wir den bewegen, der ist fest. Da geht nichts mehr hoch, da geht nichts mehr vor, nichts mehr zurück. Und gut, hier wackelt dann noch ein bisschen, aber das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Aber hier, der sitzt fest. Das heißt, wir haben extrem wenig Spiel. Das ist gut, es sieht auch noch gut aus und wir haben natürlich noch den Vorteil. Schaut mal hier, ach ja, den muss man vorher
lösen. So, hier ist nämlich ein Gewinde drin mit einer Kappe. Und die Kappe können wir abschrauben. Das hier ist die Kappe. Und dann können wir dort nämlich genau, so rum geht es nämlich hier. Mit dem kleinen können wir hier rein. So. Dann schrauben wir das Ganze fest. Das mache ich jetzt nur handwarm. Und wir haben hier noch 2 Schlitze. Die kann man hier sehen. Ja, da haben wir 2 Schlitze. Da können wir dann noch mit einer Münze rein und den noch richtig festdrehen. Und dann können wir hier einen Tracer draufschrauben, einen Schalldämpfer, was auch immer. Und wenn ihr das nicht braucht, dann macht ihr den ab und schraubt die eigentliche Kappe wieder drauf. So, ist auch mal handwarm. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, ich würde sagen, Operation geglückt. Die beiden Schrauben, hier die Schraube, Mag Release und den Outer Barrel getauscht. Und ich würde sagen, Feierabend.